Hallo lieben Leute, willkommen zurück bei PJ Gaming. Also ich bin letzter Folge ja ganz woanders da gewesen, ich habe das doch wieder markiert. Aber ich musste nochmal zu dieser komischen Festung ein bisschen rumschnetzeln. Natürlich offscreen. Ein bisschen SP zu farmen, Leute. Ich muss mich ja natürlich ein bisschen verbessern für euch. Weil ich nicht so oft abstinke. Ich habe natürlich am Zaun wieder ein bisschen rumgebastelt. Ich habe mich festgestellt, wenn ich Pech habe, dann mitten in der Aufnahme durch das wunderbare Mikrofon und die Einstellungen, die ich habe, einmal alles, also meine Stimme total verschwinden. Also ziemlich leise werden. Ich glaube, in der letzten Folgen ist das ja so ein bisschen deutlich geworden. Wow. Das bitte ich natürlich zu entschuldigen, Leute, aber ich kann nichts dafür. Das ist halt die Technik. Und ich habe auch schon gegoogelt nach besseren Mikros für meine Bedürfnisse, aber das ist ja alles ein bisschen zu teuer. Und da kann ich dann bei den meisten, die gut sind, oder eigentlich bei allen, bin schon hier im Grand Canyon, die kann ich dann auch nicht schön an ein Headset dran klemmen. Die müsste ich dann so an ein T-Shirt oder Pulli oder so klemmen. Oder umhängen um den Hals. Und da ich in der Hinsicht ja ziemlich zart bin und sowas nicht mag. Ich mag nichts an mir, ob Kette, Ringe oder sonst irgendwas. Oh, ich habe was entdeckt, Leute. Möge das eine Höhle sein? Toll, das war Fake. Deswegen mache ich das nicht. Ich arbeite jetzt mit denen. Vor allem habe ich schon in der auch 2. Kann natürlich auch gut sein, jetzt durch die ganzen Sessions, die ich hatte, dass ja, irgendwann nochmal dieser interne Akku oder Batterie oder was das doch ist, ja, den Geist aufgibt. Wie gesagt, der Teil ist ein Billigteil gewesen. Und ist ja eigentlich auch nicht gedacht. Ich hatte ja auch nie vor, Spiele mit Stimme zu machen, meiner lieblichen, wunderbaren, expliziten Stimme natürlich. Und ja, ich habe dann noch ein bisschen so in der Höhen und so rumgespielt, dass man mich wirklich ein bisschen besser hört. Dann mit den S, wenn er ab und zu mal zischt oder ja, dieses SP, ich spiele ich. Wenn es sich das so hochzieht, ich kann daran nichts ändern, Leute. Ich habe so viel rumprobiert. Besonders extrem ist das zumindest mal auf meinem Handy zu hören. Und das hier eigentlich für ein Keff hier? Durchgangsdorf oder wie? Oder Verkaufsstand. Muss man da reingehen. Wohnungstragen, Leute. Ach, ich war ja schon. Auf die Beerdigung. Von dem einen Typ da, der auf meine Tussi gestanden hat. Der Superfreund. Ja, bisher versucht jetzt ein bisschen klarer zu wirken. Aber ich sag immer, meine Spiele sind eh primär für Handys gemacht. Vielleicht noch Tablets. Da hat man die beste Erfahrung. Grafisch. Ist klar, umso größer ein Bildschirm ist, umso schlechter wird die Qualität. Bildpunkte und so ein Schiss. Der soundmäßig liegt dann natürlich an jedem Handy, klar. Also mein Handy ist halt so ein Survival-Handy, das hat natürlich nicht die besten Boxen, klar. Das kann sein, dass nur bei meinem Handy jetzt so bescheuert ist, dass das immer, wenn man ein bisschen zu laut oder diese SP-Zischgeräusche, die da extrem durchkommen, also am Computer. Und den Boxen, die ja eben ein bisschen basslastiger sind. Und ja, es wird nicht gestorben. Und so am Fernsehen und so, da hörst du davon gar nichts. Also
Mache ich mich auch einfach nur unnötig bekloppt. Haltet euch bereit! Aha. Der will mich einer ausrauben. Aber ich hab doch nix. Und ich dachte mir jetzt so, okay, im Computer hört sich das richtig, bei meinen Boxen zumindest, das sind natürlich auch so Billigboxen, hört sich das richtig gut an. Und im Handy, naja, sagen wir mal so, der Bass fehlt irgendwie. Wo ich Bass drin habe, dann müsste ich richtig so viel extrem viel Bass reinhaue und welche die wirklich gute Boxen haben und alles. Dann verstehst du mich kaum. Wie gesagt, ich bin ein kleiner Nuscheler. Ich verschluck die Worte. Ich komme aus dem Rheinland. Das ist sowieso die Sprache ja eh wieder ganz bisschen ein wenig anders, ne? Da muss man drüber hinwegsehen, finde ich. Genießt einfach das Spiel. Ignoriert mein mein Gelaber. Gut ist. Aber ich werde jetzt nicht mehr rumspielen. Ich habe 2 von den Dinger und wenn die alle beide irgendwann den Geist aufgeben, ja dann muss ich mich ja zwangsweise nach einem anderen Mikrofon umsehen. Aber ich sitze immer ganz chillig, habe meine Füße, meine Beine hier auf so einem Hocker und ich bin eigentlich mehr am Liegen beim Spielen und ich habe da jetzt keinen Bock mehr so ein Standmikrofon oder irgend so ein Kram zu holen. Weil ich will ja auch ein bisschen Spaß haben und mich nicht quäle hier. Ich bin das halt mein Leben lang gewöhnt so zu spielen. Die meisten, die sitzen ja gerade am PC. Bei mir ist das halt zu schräg. Also wenn ich mich gar nicht wohlfühle, so gerade am PC, am Monitor zu sitzen. Die Tastatur von mir ist bei mir so 6 cm von mir entfernt. Und Ducking habe ich natürlich auch nochmal verstellt, damit mich, wenn das nochmal passiert, mit dem auf einmal die Lautstärke irgendwie runtergeht und irgendwie hochkommt, dass ich zumindest ein bisschen zu verstehen bin. Natürlich kann das natürlich sein, dass ich jetzt durch mein Gelaber wieder zu laut bin, aber lieber zu laut wie zu leise, Leute. Ich einfach mal ein bisschen mit dem Maul halte. Da bekommt ihr auch genug vom Spiel mit. Wow. Wenn ich was zu sagen habe, versteht ihr mich wenigstens. Oh, wie cool, ey. Ich extrem, wie richtig Sonne, ey. Das ist eine Sonnenbrille anziehe. So, Leute, da waren wir ja. Ein kleiner Ausritt gemacht. Ich habe letzte Folge gesagt, hier hin. So, mal auf. Gespannt, was da gibt. Wahrscheinlich nix. Wow. Ich bin jetzt schon am Schwitzen, ey. Wenn ich das sehe. Wow. Ich meine, ich bin sowieso am Schwitzen. Das ist nämlich voll heiß heute. Wie gesagt, ich produziere ja immer vor. Ich habe jetzt mal so ungefähr 2 Wochen vorproduziert. Ich muss natürlich dann noch Beschreibung machen und Thumbnails und so. Ich habe zumindest mal für 2 Wochen vorgespielt. Oh. Weil ich habe noch andere Sachen zu tun, wie der ganze Tag nur YouTube-Gedöns zu machen. Vor allen Dingen, weil das ja auch nichts einbringt. Und da wenigstens Geld mit verdiene und könnte davon leben. Ah, guck mal. So ein Kind hat Blume gepflückt. Ja, Wüste, wie ich dachte. Ist nichts außer Wüste, Mann. Und ja, ihr Geier. Wow. Ha!
Ist ja gar nichts. Mensch. Ist wirklich nichts. Bin ich hier? Aha, okay. Geht mal weg mit eurer Fata Morganen. Oh. Das sind Geister hinter mir. Hilfe. Dann sind wieder Bandite. Weiter. Whoa. Das ist ja wieder Kalahari-Wüste hier. Das ist doch ein Wasserloch. Weil jetzt Krokodile sind, ey. Whoa. Ne, sind keine drin. Nichts los hier. Oh. Eine Mauer Gegend. Ich hab die immer schnell geschafft hier. Der Abschnitt hier. Für gar nichts. Ich lass mal gerade da Specht fliegen. Wir finden nichts. Ich hab gedacht, hier wäre irgendwo der. Man sah ja mal kadermäßig nach Wüste aus, aber. Enttäuschend. Eine Depression. Batara. Gut, hätten wir hier hin. Der nächste Abschnitt. Beschützt den Nap! Hey, Ich bin der Nap. haltet die Bedrohung fern! Mach mal Ich bin langsam! der Neppes, Mann. Mir etwas Zeit! Oh, Mist! Verschafft mir Zeit zu verschwinden! Ja, was sind das, ey? Illusionen? Illusion ist hart. Ja, ich bin gleich tot. Die sind mir zu stark. Ich habe euch ein Kamel geklaut, hahaha. Ich bin gleich tot, Mann. Ja, ich hab keine Arschbetrug. Bin ich denn jetzt tot, ey? Das waren ja eigentlich Geister oder so, ne? Illusionen. Das ist ja... Ich mich mit denen doch lieber nicht angelegt. Gut, ich bin an denen so vorbeigerannt, da konnte ich nichts mehr machen. Unsere Wege haben sich gekreuzt. Whoa. Komm, du Bergzieg. Oh. Warte. Whoa. Meine Güte, du sagst mir so trinken? Whoa. Irgendwelcher Löwe oder so. Ich hatte ein Gefühl. Oh. Das Löwengebiet.
Tja. Her! Whoa. Ah. Schlundstadt. Weg. Manchmal bist du schon kleiner. Mein lieber Sohn, hier ist der Schatz, den ich aus dem Grab des Orakels gestohlen habe. Ich suche im alten Turm in der Nähe des Berges nach weiterem. Falls du auf diesen Schatz stößt, dann lass ihn nicht in die Hände des Orakels fallen. Seit Medjay Bayek fort ist, kann nichts uns Diebe stoppen und wir können uns in den ganzen Stadt bedienen. Doch hüte dich vor allem Offiziellen. Bitte. Aha. Bayek, was schon mal her? Ich hab schon mal ganze Dinge abgefackelt. Ja, schon nix, gibt es nichts mehr. Hab ich mich gerade erschreckt. Mann, habe ich mich gerade erschreckt. Wer hat dieses Hilmesser? Ich kann mal hier hochspringen. Ich kann eine Kill-Tacke machen. Muss ich abknallen, das ist ja ein Standard. Nicht abbaue. So ist er wahrscheinlich bei Odyssey die ganze Zeit. Immer halt so Berge hoch und runter und ich denke nicht, dass das so abwechslungsreich wird, Leute. Aber ich habe jetzt beschlossen, ich werde das dann direkt im Anschluss für euch, exklusiv für euch spielen. Wenn ich dann irgendwann diese alten Teile dann noch spiele oder die neu aufgelegte, tja, das Black Flag auf jeden Fall. Resync dann eher, würde ich sagen, ne? Ja, gucke Brotherhood und so was, also Ubisoft hat ja angekündigt, die wollen jetzt, was ja auch sehr schlau eigentlich ist, so können sie sich vielleicht nach der Puppes retten, die ganzen alten Spiele, zumindest von der Assassin's Creed, zwar nicht alle, ich weiß es nicht, aber so einige, denke ich mal, neu auflegen, ne? Und das finde ich auch gut, weil Spiele, die gut sind, die verdienen dadurch, finde ich. Auch wenn man die schon mal gespielt hat. Aber das hat trotzdem wieder eine neue Erfahrung, Leute. Ich werde von diesem Turm springen. Ja, das werde ich gleich auch. Wie es ein Medjay immer tut, wenn er sein Gebet beendet hat. Ich springe mit allen Göttern in meinen Knochen. Ich bin unbezwingbar. Wie Reh werde ich auf ewig leuchten. Ich werde eins mit der Sonne. Tjau, der Mächtige. Ach, tjau. Wie ist doch mit Sicherheit irgendwo. Ist mächtig zerschmettert. Aber guck mal da hin, ne? Siehst du wirklich noch diesen Turm? In Alexandria, krass.
liegt er dann? Da ist er ja. Ja. Und der Pfeile. Der wird erschossen, Mann. Falls er das überhaupt ist. Aber ich würde das jetzt mal interessieren. Vielleicht liegt der hier irgendwo. Ciao, wo bist du? Ja, dann muss ja das hier sein, ne? Mit Pfeile. Im Rücken. Mhm. Fragezeichen, Schatz, auch ist oft zerklüftet die Gegend, ey. Kannst du, glaube ich, gar nicht viel mit dem Pferd reiten. Ja, ich habe die Einstellung so jetzt gemacht, wie gesagt, wenn ich nochmal diesen Soundabfall habe beim Mikro, dass ich auf jeden Fall dann noch zu hören sein müsste. Aber man soll sich dann nicht so sicher sein, ne? Hey! Ach, jetzt hat er noch 4 an, ne? Ja, ich wollte dich doch von hinten töten. Habe ich zweimal getroffen. Ja, komm her, du Fleckhahn, komm. Greif die Münze an. Schon noch die schwerer wird die Gegend, ja. Kann immer so leicht kaputt gehen, ja. Ah. So, ja, und ich habe einen Limiter gemacht. Also so anstatt 1 Minus in Übersteuerung 3 Minus. 3 Mikro. Ich weiß jetzt nicht, ob der Spielsound deswegen auch irgendwie ein bisschen leiser dann ist. Angeblich ja nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl. Hauptsache, diese Tischgeräusche, die sind nämlich so extrem wie in den letzten Folgen. Nein! Wow. Wo kommt der denn jetzt her? Mensch! Das ist schon immer ein ewigen Problem, der Ton, der Sound. Wow. Hat mich dann schon Zeit gekostet hat, Leute. Hätte ich wahrscheinlich schon 2 Spiele vorspielen können. So. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig ist. Ich scheide irgendwie bei der Einzelstelle. Ich bin einfach nur so blöd. Da kann natürlich was sein. Ich vermute das sogar. Habe ich gerade den Mensch hier, Leute? Jetzt muss ich schon wieder dahin. Ich war doch gerade da. Da ist ja woanders da. Oh. Wo ist mein Schatz? Moment, hier müssten ja noch 2 Viecher sein, die habe ich schon gekillt.
da kann ich rein. Ja, das habe ich verstanden. Ich hab das schon gelesen, Mann. Ja, ich hab's gehört. Schatz. Was sind hinter mir? Mensch, da hinten. Okay, oben mal, sicherheitshalber. Also gehen zwei. Will ich mich jetzt nicht unbedingt anlegen. Ah, ein Loop. Der Wind frischt auf und nimmt den Sand mit. Soll ich nicht noch mitnehmen? Der kann er noch behalten. Ein Fragezeichen? Ja. Da könnte sogar sein, dass hier diese Gegend ziemlich schnell abgehakt ist, wie die andere. Ja, auch nicht schlecht wäre, ne? Wenn nichts Besonderes gibt. Musik. Wie ich es. Ja, aber nicht verkehrt. Gehen wir hier hin. Was hier eh nur hier unnötig. Ich weiß nicht, warum die da verdeckt haben. Mit dem Pferdchen? Ich glaube, das müsste gehen hier. Hm? Ja, wenn die Einstellung jetzt gut ist und ich damit auch keine Schwierigkeiten habe mit dem Mikro, dann lasse ich das auch so und ändere gar nichts mehr. Da habe ich mich auch keine Lust mehr drauf, ey. Wer weiß, das ist sogar ganz gut bei YouTube. Da können wir uns nämlich nicht sagen, hier, ich wäre irgendein Roboter oder irgendeine KI-Stimme oder so. Bei diesen momentan diese Leute, dumme Leute, wo die Kanäle demonetarisiert werden oder so. Von einem auf den anderen Tag kein Geld mehr kriegen. Das ist schon eine coole Strategie von denen, ne? YouTube. Wow. Ja, ich hab, glaube ich, eine Löwe gehört. Ja, wollen das ganze Geld dann schön für sich. Oh.
ich denn hier rum in Odyssey? Oh, Ist ja wahrscheinlich nur in der Berge unterwegs hier. ha! Und hier vielleicht später eine sehr willkommene Abwechslung natürlich. Aber schon krass, ja, wie die das damals so gebaut haben. Direkt im Felsen und so. Was? Das ist ein Katze. Miets. Doppelkatz hier. Mit 2. 3 oder. Ein Buggy-Katz. Dieser Wind. Ein Sturm kommt auf. Also viele Sachen ja. Ja dann. Schon kaputt machen. Ja, gar nicht. Viele sagen ja Odyssey wird besser wie Origins oder Origins wird besser wie Odyssey. Lasst mich das mal beurteilen, Leute. Wir werden sehen. Was ist denn das hier? Oh, ich kann mich hier hinsetzen. Wie gesagt, ich mache mein eigenes Bild. Aber ich denke, grafisch geben die 3 RPG Assassin's Creed, sag ich jetzt mal, sich doch nix. Ich denke mal, das wird doch irgendwie mal angepasst im Laufe der Patches und so. Die auch momentan die ganze Zeit auf Windows 11 gepatcht, das scheiß Programm noch. Also angepasst. Programm. Ja. Ich habe Windows 10 und bleibt, egal ob Updates oder nicht. Könnt mich ruhig hacken. Ich kann eh nix. Da ist noch ein Fragezeichen und dann bin ich hier fertig, Leute. Das ging aber schnell. Nice. Ja, gut. Löwe. Da ist es. Ja. Nicht tot? Ja. Was? Fressen nicht richtig, ne? Wie gesagt, die 3 Spiele, diese 3 Assassin's Creed RPGs, die würde ich auf jeden Fall hintereinander durchzocken. So. Da gehe ich mal von aus, einfach der Zufall. Also ich habe nur gute Spiele, Leute, nur richtig gute Spiele, gute alte Spiele, Klassiker. Alles aufgemoddet und perfektioniert. Also, da gibt es immer was zu sehen bei mir. Wenn derjenige sich vielleicht dann nicht im ersten Moment dafür interessiert, ja, guckt mal ein paar Folgen. Lohnt sich meistens.
Ich muss noch Lese trainieren, Leute. Und manchmal lese ich ja gut, aber dann denke ich immer, und das ist das Problem. Bitte verlest dich jetzt nicht und dann, ja, dann denkt man so viel, ne? Einfach gar nicht denken. Einfach lese, Mensch. Der Sandsturm, der kommt doch jetzt mit hier hin. Das ist ja nur eine Wüste. Das ist keine Wüste. Wenn das hier Wüste wäre, dann wäre ganz Griechenland Wüste. Wie heißt der Ort? Para-Aitonion. Mein, das ist ein Name. Wofür ich auch, wo ich richtig Bock drauf habe, habe ich letztens gesehen bei YouTube. Auf oben. Total War 2. Da hätte ich so Lust drauf, was zu machen, ey, aber da wäre jetzt so viel Arbeit, ey. Da gibt es mittlerweile so gute Mods, ey. Also Map-Mods. Richtig geniales Spiel. Auch hier mit dem DVD in Dead Impera, ne? Alles klar, ne? Aber bevor Bethesda Rom 3 macht lieber Medieval. Es gibt halt übrigens auch sehr gute Mods für, ich glaube Attila. Oder halt für das normale Rom. Irgendwann mit 10, 100 oder so. 150 AD oder so. Genau. Richtig, richtig gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob dann auch so Burgen und so damit machen, ne? Die Modder auch Burgen und so realisiert haben, aber ich denke nicht. Das ist aber hauptsächlich Schlachtfeld. Einheiten-Mods und so hat. Alexandros, der Kräuterkundige. Geehrter Alexandros, ich bin es, dein Klient aus Alexandria. Viele deiner Kunden haben Verbindung zu den Elaketai und korrupten Beamten am Hofe Ptolemäus. Man kann ihnen nicht trauen. Du fühlst deine Villa mit Schätzen von fruchtbaren Männern. Mit furchtbaren Männern. Fruchtbaren. Ich beende unsere Zusammenarbeit und suche mir einen neuen Kräuterkundigen, dem ich trauen kann. Die Götter sind deinem Geschäft nicht hold. Möge die Verschlingerin deine Villa bald finden. Heliodorus. Fruchtbaren Männern. Naja. Fruchtbaren Frauen höchstens. Hey! Oh, Gegner. Sehr schön. Ich find's nicht lang gelitten, Leute. Hey, was? Schießt du so schnell, Mann? Bin aber leicht, Hey! Foto. Da bist du ja! Ich muss was trinken, Leute. Ich werde gleich irgendwem die Augen rausreißen. Wenn die was probieren, hier wir gibt's sind Ärger. bereit. Bewegung! Es gibt Ärger! Ja, schon wieder der Hals am Kratzer von dem Rede. Aber ich denke immer, ich muss so viel reden, weißt du, sonst Du bist Wurmfutter! macht das viele Leute nicht so Spaß, ne? Aber ich hab ja eh die Stimme nicht dafür, dass einer bei mir einschläft.
war gelogen. Natürlich habe ich die Stimme. Finde ich nicht schön. Ja auch nicht, die anderen gehen. So. Was ist denn das hier für ein... Da, wo ist das Gold? Guten Tag. So viele Leute mussten sterben, wenn ich dann kein Gold finde. Ist das ja sinnlos gewesen, Leute. Ach, siehst du, ich wusste doch. Es hat's gelohnt. Das ist so ein Orientierungsdinger. Tja, ich habe jetzt keinen Bock, da hochzuklettern. War nämlich eh nichts, ne? Und sieht schön aus hier. Gefällt mal. Wow. Also ich habe ja gehofft, also gestern habe ich bei GameStar hab schon einen Kommentar gemacht. Oh. Gelesen, also nicht gelesen, GameStar YouTube geguckt. Und hier diese Assassin's Creed, die kommenden Spiele. Ich habe gehofft, dieses Hexe wäre doch vielleicht überraschend, wenn er in Deutschland spielen soll, die aber auch nicht hundertprozentig sicher sind. Ja, das wird dann so ich glaube 14., 16. Jahrhundert spielen. Muss ich sagen, da bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ich habe gehofft, so in der Germane-Zeit, so Völkerwanderung oder so. Oh. Das wäre cool gewesen. Und das soll auch mehr so, das werden viele Assassin's Creed Fans freuen, auch so ähnlich sein wie die alten Teile. Also weniger RPG. Und dann ist das Ding schon nichts für mich, ganz einfach. Dann natürlich darf wieder ober mega gut aussehen. Aber man spielt dann eine Frau, eine Hexe oder so, hab ich auch schon keinen Bock drauf. Das ist halt nichts für mich, gell? Weil die meiste ist ja immer, ist doch egal, ich spiel's halt eine Frau. Ja und? Da kann man auch sagen, ja ist doch egal, ich spiel's auch einen Mann. Wenn du eine Frau bist. Wisst ihr, was ich meine? Für mich ist das aber nichts. Ich spiele gerne Männer, wenn ich einer bin. So. Und ja, auch mit Magie und so, da hab ich keinen Bock drauf. So was. Ich würde nur mal so, wenn das rauskommt, natürlich gucken, was gut ist. Ansonsten, was war da noch? So 2D Assassin's Creed. Ne, lass mal gut sein. Wow. Ich mal kein Assassin's Creed holen. Was ist denn das? 2D Assassin's Creed, war Blödsinn, Jamoran oder wie? Oh. Wechselt den Einstellung wie gar nichts mehr infällt, gell, Ubisoft. Einzige, was denen wirklich noch der Popo retten kann, und ich sage, wie das der Arsch retten kann, ist, dass sie die alte gute Teile remastern. So wie Wow.
Hier bei Resident Evil und so. Und wenn ich mit so einem Kram da anfange, ich meine, die könnten Hazel welche, könnten die ewig weitermachen. Das ist halt Geschmackssache. Und mir gefällt das. Nur halt natürlich mit mehr Abwechslung, klar, ne? Wenn die immer alles, ja, immer alles nur wiederverwerten an Assets und so, wo die eine bisschen, wisst ihr, was ich meine, Weiterentwicklung passiert. Ich meine, mir wäre das sogar egal, wenn die sich doch nicht schwer verändern von den Mechaniken her. Ist ja okay, hat doch. Und von den Welten sind die sowieso, bis auf Rockstar, die besten, also. Ganz ehrlich, ja Leute, diese viel gescholtene Ubisoft-Formel geht mir so am Arsch vorbei. Ich spiele einfach die anderen Spiele gar nicht erst. Ich spiele doch da kein Far Cry oder irgendwelche andere Sachen, die genauso sind, nur halt ein andere Gewand, ne? Also ein anderer Aussehen her. Dann spiele ich halt lieber das Assassin's Creed. Da habe ich auch kein Problem mit. Aber Far Cry, zweite Teil, dritte Teil habe ich gespielt. Damals, ne? Habe ich auch vor irgendwann der erste Teil nochmal gespielt auf jeden Fall. Der zweite fand ich jetzt nicht besonders. In Afrika. Und dann nur so ein, ja, diese komische Stammrealität da hat mit Maschinengewehr. Jetzt nicht so mein Fall. Der erste Teil war aber richtig mega. Black Rises und so, mega. Die spiele ich auf jeden Fall alle drei. Also ab und zu mal ein Ballerspiel, nett. Ich habe Repertoire alles. Für jede Geschmäcker, jeden Geschmacksfall dabei, Leute. Am liebsten, wie gesagt, spiele ich Hazelrad. Oder halt Rollenspiele, RPGs und so, klar. Aber wenn der Meister musst du halt lesen, ne? Die ganze Zeit nur lesen. Das ist für die meisten Leute auch nix, ne? Befestigung Jetzt sind die. der Römer. Dass sie hier sind, ist ketzerisch und imperialistisch. Ich finde, das sind aber dann die schönsten Spiele irgendwie von der Story her. Das ist wie als würdest du ein Buch lesen, ne? 3D, hast dann noch Entscheidungsmöglichkeiten, ne? Ich lese natürlich keine Bücher mehr, weil die Zeit ist vorbei. Ich habe früher viel gelesen, aber was ich jetzt nicht mehr mache, ich habe noch vielleicht Hörbücher anhören, ja. Und nebenbei arbeite oder sonst was mache. Aber mich da hinsetze mit dem Buch. Sorry, die Zeit habe ich eigentlich nicht. Früher als Jugendlicher, also ja, klar, ist genug Zeit. Du Römer, du tot. Wunderbar. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ah, Glück gehabt, mein Freund.
ist er dann noch da? Ich kein Feinde mehr. Ja, du Berserker. Habt ihr euch abgeguckt bei der Germane, hä? Ja, Berserker. Bei der Wikinger. Oh, die Wikinger gab's noch nicht. Zu der Zeit, Mann. Ich weiß gar nicht, ob die Germane eigentlich diese Wolfs- oder Bärenkostüme wirklich anhatte. Oder ob das wirklich rein auf die Wikingerzeit geht. Nee. Die Römer sind nicht so leicht. Mensch. Was ist das Ding? Weg abgeschnitten. Mach ruhig. Weg, du, da. Ich finde aber irgendwie cool, dass die, ja, Italienisch oder reden. Latein ist da doch beim Fall. Immerhin, ne? Was hat schon? Der Beute. Das ist aber cool, dass wirklich das Design auch so richtig, wirklich die Römer sind, ne? Wirklich das Design. Ja, bis auf der Helm. Ich weiß nicht, ob der zu der Zeit stimmt. Kommt schon gut hin, Oh, da gibt's einen Auftrag, Leute. Ein Geheimdienst. Endlich. Mal wieder eine Mission, Leute. Ja, ich hört man das so richtig mega. Oh ja, damals geredet von, ja, was kommt jetzt nach Odyssey? Ich glaube, da haben die sich auch wieder 2 Jahre Zeit gelassen. Und ich habe dann so gehofft. Völkerwanderungszeit. Ja, du als Germane oder vielleicht auch als Römer. Irgendso gibt es genug Konflikte zu der Zeit. Vielleicht noch ein bisschen früher, wie hier das. Das wäre schon cool gewesen. Gut, viele Leute waren, denke ich mal, haben dann nicht so gut gefunden. Weil die gesättigt gewesen wären, denke ich mal, von Origins, oder ja auch schon die Römer mitmachen. War richtig so in Rom rumlaufen und alles, das wird doch geil. Zu der Zeit. Im Kolosseum und so. Ja. Ich meine, natürlich Wikinger-Szenario, ist klar, die wollen auf der Zug aufspringen. Der hat ein Hype war, oder war kein Hype mehr. Also wie jetzt hier mit den Shadows, ist auch kein Hype mehr. Ich glaube, da können die Leute auch nicht mehr sehen. Samurais. Ich kann euch jetzt schon sagen, Leute. Ihr könnt mich doch jetzt dafür jetzt steinigen. Ich sag euch. Das ist richtig wie Rom hier, ne? Also von der Landschaft, ne? Mit den Bäumen. Ich kann mich dafür jetzt steinigen, aber ich kann euch jetzt schon sagen, obwohl ich Shadows noch nie gespielt habe, oder besser ist wie dieses was
schon, wie heißt das? Das andere Samurai-Spiel da. Das habe ich gespielt. Einzige, was wirklich cool war. An dem Spiel war wirklich die Kampfmechanik. Der Hauptcharakter. Wenn du gespielt hast. Ich fand das hier mit dem Fuchs und der ganze Gedöns oder diese Minispielschaften total bescheuert. Ja, von der Mission her war da nichts Besonderes. Da fand ich sogar, da war gar nicht viel Story, gar nichts. Aber auch nur einfach von A nach B zu dem und dem, nach dem Auftauchen und halt. Also habe ich eine Erinnerung. Nur mit schlechterer Grafik. Aber die Grafik, die finde ich auf jeden Fall um einiges schlechter. Und unrealistischer. Wie bei Assassin's Creed, ne? Ja, natürlich. Genau, Ghost of Yotei war das, ne? Aber der Quatsch, das ist der andere Teil. Tsushima, der war wieder so ein Hype-Spiel, ne? Jetzt da von GameStar und Co. Die das ja so gut finde. Ich bin schon aber tot, ey. Das ist ganz schön gut hier. Schaut er mich, ey. Okay. Oder noch mehr von deiner Bagage hier. Die gehen eine ganze Legion oder wie? War cool. Λυθιώτης ανθρώπων, ούκ έχει πέρας. Wollte er gerade auf Klo? Ich hab gewusst. Ο ή βακχευμένον ουν έσχεται. Προκαλώς. Είναι από θανήν, πολέμος νίξεστε. Ου έντατε. Vom Römer. Eine römische Patrouille. Scheiße. Ah, vorbeigeschossen. Gott, du triffst mich ja nur. Τι συμβαίνει, τι, όχι, όχι. Όρια. Ja, das kriegt hier römische Embleme, Leute. Ich dachte hier, Ubisoft, die hätten das so extra gemacht. Bei den Ptolemäern dachte ich ja immer, hä? Sehen ja aus wie die Römer. So ein bisschen, ne? Du weißt nur. Ich hätte die nicht in Rot gemacht. Ich hätte ihnen eine andere Fackel und die Schilde gegeben. Da wäre die Verwirrung bei mir nicht so groß gewesen. Hier schießen Sie zuerst und fragen dann.
Da würde ich, wenn ich Rom anfange, soll 2, wenn das mal aus Zufall kommt, irgendwann im Laufe der Jahre, da würde ich natürlich dann erstmal mit der Römer spielen. Aber andere, Nationen haben auch ihr Reiz. Zum Beispiel Mazedonien oder Germanien. Das wäre schon ganz cool. So ein Spiel wird natürlich dann ewig dauern, ne? Weil ich würde dann auch richtig historisch spielen. Das heißt, da würde alles mit drin gerechnet. Ich würde nicht einfach so spielen. Mir würde das sogar ausmachen, wie erfahren ein General ist. Von der Aufstellung, von seiner Schwächen und Stärken. Da würde ich auf dem Schlachtfeld auch alles so umsetzen. Nicht hier einfach so, ich renne, ziehe eine Linie. Würde dann alles berücksichtigt. Aber nur eine Linie und dann immer 1 gegen 1 so. Also, na, ihr wisst ja, Klassiker. Ich nehme die alle und ziehe einfach eine Linie. Und dann kommt die, ja, kämpfen die sich dann, bauen die sich dann beide auf die Ohren und meistens gewinnt dann der Spieler. Ja, dann muss man das so machen, dass man dann noch Formationen hat, historische. Also Kastenformation bei der Römer zum Beispiel. Und das natürlich dann erst, wenn die Legionäre sind. Zu dem Zeitpunkt, wo die Marius-Reform ist. Die darf man dann auch nur so bewegen, ne? Das heißt, kann das gut sein, dass du dann flankiert wirst und mit dem Dauerrenner und so was, oder von so weit oben immer. Ne, da gibt es doch Kamerabegrenzung, sodass du nur gewisse Höhe machen kannst. Damit musst du halt dann arbeiten. Ja, ganz viele Sachen werde ich mir dann überlegen. Aber das kann ja noch ewig dauern. Oder wie sich das hier mit dem Kanal auch entwickelt, ob ich überhaupt nächstes Jahr noch weitermache. Bis jetzt sieht das mal nicht gut aus. In der Playtime und so. So viele Videos, war gerade insgesamt 150 Stunden Playtime. Ja, ist nicht gerade viel, ja. Das haben wir vorausgesetzt, dass man dann mal mindestens 3.000 bis 4.000 Stunden im Jahr braucht, um überhaupt in die Nähe von irgendeiner Monetarisierung zu kommen. Ich will einfach nur meine Stromkosten wieder reinspielen, Alter. Wird immer alles teurer. Wird zu viel verlangt. Das ist hier so ein Champion. Vielleicht reicht das. Ich glaube nicht. Wenn ich den jetzt angreife, passiert gar nichts. Ne? Du weißt gar nicht, woher der Schuss kommt. Hey, halt! Cool. Gut, durch die Fackel angezündet. Da bist du ja! Holt den Hurensohn da runter! Verdammt! Woher weiß der das, Mann? Aha! Da! Oder war eine räudige Hündin sogar. Stirb! Stirb! Ich mein Dreiecksmutter natürlich.
angepiekst. Das wird ein Festmahl für die Krähen, wenn ich mit dir fertig bin. Willst du, Hund? Du wirst mich fertig machen. Doch gleich geschafft. Du Hund. Also, arme Katze hier gefangen, Alter. Ich hoffe, du hattest aus. Nein! Ist doch nicht schon verbrannt. Aber so einfach wie die Römer, die sind schon ein anderes Kaliber hier. Mich hier nicht erwischen lassen. Ja, einfach rein mal ab. Ja, das ist eine normale Frau. Oh. Schlafen die noch? Oh? Hey! Hier süßen dann im Zelt gemacht. Sed sanguinum a sepulcro! Ich brauch den anderen. Tibi ave! Tibi manere! Ego ascendam tibi dolor! Continua! Speri non giù! Arrivate! Arrivate! Schießt er hin. Den Schild haben, ey. Die sind so schlimm. Kann alles ab hier. Ist keine Balliste hier. Latini disciplina bis!
Campane! Brava, culo! Wie groß das Lager ist, ey. Du ist sunt! Ich liebe dieses Geschrei. Oh Gott, was hat... Übertreib? Schnellschütze oder was? Ne? Das war ein griechischer Bogenschütze. Treter oder... Britische Bogenschützen war, glaube ich, die beste, oder? Antike, angeblich. Sich überlegt, dass die sich damals immer so riesen Lager gebaut haben. Also nach jedem Marsch im Feindgebiet, schon krass, oder? Aber eigentlich schon immer eine Verwüstung angerichtet. Die Bäume, die und so fällen musste. Oder Flächeebenen. Ich denke, die haben natürlich auch viel mitgeschleppt. Also dieser Tross bei der Legion, aber ich denke, die mussten auch viel da behauen, beackern. Das haben die ja innerhalb von Stunden gemacht, ne? Gut, die hatten jede Menge Leute, ne? 1000 Leute oder so, das mache. Das war schnell fertig nochmal, ne? Accurva quisentiam incorpore et illos! Ah. Ich hab den nicht bemerkt, Mann. Nur Glück gehabt, ey. Yes. Aber Glück gehabt. Der Fuß. Bastardos! Das könnte doch gar nicht mehr so viel sein. Ah, da einer noch. Jawohl. Dicke Pfeile. Ja, das hat nicht gelangt mit dem. Olinte Ivi! Rames! Cooles! Was haben die denn hier gemacht? Was haben die hier gemacht? Nein, das ist der ganz schwere. Hey, Moment! Einen Moment! Du bist tot! Ja, zack. Es gibt keinen Ausweg! Aha! Da!
Odave, Ha! τι βουλήσε γίνεστε. Άμα τη μέιζον ηλικιά τι ξέρουν. Χείρος, τούτον ετάστε. Aha, da! Klettern hilft dir auch nicht. So, da kommst du mit einem dicken Arsch doch gar nicht hier hoch. Aha, da! Ha, hier! Willkommen im Jenseits, du Ratte! Du bist wie eine Motte, die ins offene Feuer fliegt. Gut ist, dass die so langsam sind. Aha, da! Spezialattack gemacht jetzt gerade, oder wie? Ubiis! Et partises! Okay. Wechsel. Haltet ihn! Keine Obeliske. Ich meine keine... Ah doch. Liste meine ich, Obeliske. Oh Mann, der ist nicht da. Bike. Was sonst? Nein, der Winkel stimmt nicht. Se sanguinum a sepulcrum! Da ist schon wieder einer. Du bist wie eine Motte, die... Gott, schnell. Ich dem Fettsack eigentlich gar nicht zu. Aber das ist immer, dass ich so einen Höchstleistungseintriff hat, ne? Klettern hilft dir auch nicht. Aha, da! Aha, da! Wie oft muss ich den noch treffen? Ich hab das geschafft, ey. Nein, das kann jetzt nicht. Ich winne. Ach Mann. Nein. Ich will schon wieder sterben. Siste! Non muovere! Oh. Was fahren die rüber? Oh, nein! Nein, aus! Aus! Das war jetzt gleich Stadtrat. Noch so Branddinger. Aha, da! Das Glück ist doch noch am Ausgang. Non te ha! Ich muss abhauen. Tocchi! Nein! Fuori verdis! Tschüss. Ihr seid mir so stressig. Ich komme
mal wieder. Die schönen römischen Straße. Wow. Ernsthaft? Was hast du? Lässt dich mit denen an. Was der Feinde wird leben. Jetzt mit dem schweren Auto. Ja, da ist er. Ja. Hat eine schwere Geburt, ey. Das ist doch nett, ey. Wenn das schön schwer ist, macht das Spaß. Oh. Ich war noch nicht tot. So. Ha! Wow. Hab doch eben gehört. Ach da. Wow. Wow. Ha! Ich hoffe, das waren jetzt alle, ey. Wo sind die Schätze? Das war knapp, Leute. Schlachtvieh. Wollen wir mal. Ich hab das schon wieder was gehört. Okay, da kann man runtergehen. Das ist natürlich die Frage, warum haben die hier so ein Kastell gebaut oder wie man das nennt? Lager? Klein ist das hier nicht? Ach, da gucken wir mal an. Da kriegt einer an. Direkt vergesse mich überrasche, ne? Aber wo ist denn jetzt mein Auftrag? Ich meine, der Gefangene. Wer bist du? Ein Ägypter wie du selbst, Henny. Für Ägyptens Sicherheit müssen wir fliehen. Warum nahmen die Römer dich fest? Wegen meines Wissens. Aber wir sollten hier nicht sprechen. Runterschmeißen. Also ein bisschen hoch.
Ernst. Gratuliere. Guck mal, was hier ist. Toll, ist gar nichts. Die Folge endet sowieso jetzt. Schau mal daran, was der so Sache hat. Ich bin auf jeden Fall froh, dass man hat diese Folge dieses Lager noch geschafft hat. Sprich. Ich bin einer von Apollodorus' getreuesten Spionen. Teil seiner göttlichen Manipulation der Fäden. Jemand hat uns hintergangen, hat unsere Agenten in der Kyrenaika verraten. So hat der Centurio mich gefunden. Er hat eine Liste mit Namen. Dann werde ich sie ihm abnehmen. Er ist bei den Grenztürmen auf Patrouille. Finde den Bastard und finde heraus, was er weiß. Wer noch gerettet werden kann. Für Ägypten. Für ein freies Ägypten. Mögen sich unsere Siege vervielfachen. Also Digga mal ab. So Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.